wieder so ein Transportwunder. Ja, das ist der Phong Nha Kebang Nationalpark. Auf geht's ins Abenteuer. So, guten Morgen Vietnam. Ich starte jetzt wieder weiter Richtung Norden zum Phong Nha Kebang Nationalpark. Jo, und dort mache ich meine 2 Tage Einübernachtung Höhlentour. Dummerweise tut mir mein linker Fuß immer noch weh von dieser Motorradtour 10 Stunden, weil ich da die ganze Zeit den Fuß so angewinkelt hatte, also den Fuß selber. Das hat ihm nicht so getaugt. Ja, und bin ich gestern auch wieder viel rumgelaufen, das war dann wohl auch nicht so gut. Aber müssen wir durch. Ja, und schauen wir mal, was so auf uns wartet auf dem Weg. Es sind 210 Kilometer und sollte passen. Und wieder so ein Transportwunder. Ich habe vor ungefähr 30 Kilometern ein Schild gesehen, Hanoi 582 Kilometer. Jetzt gerade sehe ich wieder ein Schild, Hanoi 584 Kilometer. Ja, und hier habe ich ein paar andere Backpacker auf dem Weg getroffen, die natürlich auch unterwegs mit den guten alten Honda Winds. Ja, es kam, wie es kommen musste. Es hat mal wieder zum Regnen begonnen. Ich bin jetzt hier kurz vor, wie heißt es, Gang an. Auf jeden Fall ist eigentlich auch eine sehr schöne Landschaft hier. Hier sind auch so leichte Dünen, so ähnlich wie kurz vor Hoi An war. Ist sehr schön. Und ich glaube, ja, so da hinten müsste dann schon der Phong Nha Kebang Nationalpark sein. Auch schöne Felsen oder große Berge. Ja, irgendwo dann hier oder ein kleines bisschen weiter hinten müsste dann der Nationalpark sein und mein Ziel. Dann fahren wir einfach mal weiter. Jo, ich bin jetzt kurz vor meinem Ziel, dem Phong Nha Kebang Nationalpark. Und ja, gut, also 25 Kilometer vorher hat das Moped wieder ein bisschen Probleme gemacht. Bin ganz normal dahin gefahren, gerade. Da war plötzlich die Gasannahme nicht mehr so gut und es hat langsam zu stottern angefangen. Und irgendwann ist dann einfach komplett ausgegangen. Ich dachte mir, ja, Sprit hatte ich doch eigentlich genügend drin. Und der war es eigentlich auch nicht. Dachte ich. Ja, dann habe ich geschaut, ja, Tank ist noch voll. Passt eigentlich alles. Hab's dann nochmal angemacht und dann lief es auch wieder. Ja, das ist der Phong Nha Kebang Nationalpark. Hier überall schon. Da vorne steht auch geschrieben, Phong Nha Kebang. Direkt am Berg ist es geschrieben. Fahren wir schnell hin. Ja, sieht schon mal sehr schön aus hier. Schöne Natur. Ja, und irgendwo dort wird dann auch meine Höhle sein, wo ich die Tour habe. Jetzt muss ich bald abbiegen, nach vorne. Genau, da steht es. Phong Nha Kebang. Das Gas bleibt mal wieder ein bisschen hängen. Jetzt ist der Schieber, glaube ich, im Vergaser.
Long Na Kebang. Auf geht's ins Abenteuer. Ja, hier ist auch schon der Fluss mit den Booten, von dem man aus auch einige Höhlentouren startet, weil es gibt auch Höhlen, dort fährt man direkt mit dem Boot hinein. Ja, echt sehr schön hier. Und hier nochmal ein Überblick über die Ausflugsboote. Und ja, wer wirklich was erleben möchte, wer wirklich was Besonderes sehen und erleben möchte, der macht eben nicht so eine Eintages- oder Halbtagestour in die Höhlen, sondern eine mehrtägige Tour durch den Urwald und in die Höhlen hinein. Und hier sieht man jetzt meinen Homestay, den ich mir ausgesucht hatte. Das Tropical Valley Homestay. Hat echt eine gute Lage, auch fußläufig zur Oxalis Adventure Tour. Und gleich am Abend gab es auch lecker Abendessen, wie man hier sehen kann.